Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin hier im MVG-Museum in München bei der Münchner Verkehrsgesellschaft. Und hier haben wir eine wunderschöne Spur-N-Anlage. Und die hat der Jörg Löffler gebaut. Ich begrüße Sie. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich kann Ihnen ein bisschen was über die Anlage erzählen. Die Anlage hat eine Ausweitung oder eine Maße von 2 mal 1 Meter. Sie ist im Spur N, Maßstab 1:160 gebaut und stellt natürlich ein bisschen einen Ausschnitt der Schweiz dar. Mit Brücken, mit Viadukten, mit klassischen Gebäuden und klassischen Lokomotiven und Anhängern wollte ich hier eigentlich ein bisschen verwirklichen, wie die Schweiz auf kleinstem Maßstab gemacht werden kann. Und da begegnen sich hier auch alt und modern Ja, und Verschiedenes. wir sind hier beim kleinen Bahnhof Bergün und hier haben wir einen Kreuzpunkt, wo sich die Züge einmal Richtung Zürich und einmal Richtung Bern kreuzen. Und man kann hier genau erkennen, dass die Leute hier gerade aussteigen, weil sie natürlich hoch wollen in die Berge, ins Wochenende. Und diese Anlage ist hier natürlich platzmäßig gedrängt, weil man halt auf 2 Meter wirklich nicht viel Platz hat. Aber wenn man die Schweiz so ein bisschen nachstellen will, braucht man natürlich Viadukte und Brücken und Tunnels. Genau so ist es. Also es muss sehr abwechslungsreich aussehen und es muss auch ein bisschen glaubhaft rüberkommen. Und es ist natürlich nicht einfach, das auf 2 Quadratmeter darzustellen. Aber es braucht halt ein paar klassische Sachen wie ein schönes Schweizer Gebäude, die Berge, ein paar schöne Viadukte und dann kriegt man schon ein bisschen das Gefühl dazu. Und dann haben wir oben hier einen großen Kopfbahnhof. Oder geht das oben auch weiter? Nein, also hier haben wir einen Kopfbahnhof. Es soll im Endeffekt natürlich die Strecke sein, die verhältnismäßig hoch liegt. Hier kommen die Züge an, hier kommen die Touristen, die mit dem Bus dann weitergebracht werden in ihre Unterkünfte oder zum Wandern. Und hier werden die Züge dann auch, hier wird Kopf gemacht, hier drehen sich dann die Lokomotiven in die andere Richtung und fahren dann wieder bergab ins Tal. Das heißt, ich habe hier auch Platz zum Umsetzen am Ende. Das ist klasse, dass man hier auch ein bisschen spielen kann auf der Anlage. Genau. Und Sie fahren manuell oder auch digital? Also die Anlage ist digital gebaut und hat auch eine Software drin, mit der ich die Anlage auch automatisch fahren kann. Können wir da mal hinter die Kulissen blicken? Ja, gerne. Ich zeige es Ihnen mal. Gesteuert wird alles per Computer. Ich habe hier eine Software, die heißt der Train Controller von der Firma Freiwald. Und mit diesem Train Controller können die Lokomotiven oder die ganzen Züge automatisch nach einem Fahrplanablauf fahren. Sie können halbautomatisch wie der Fahrdienstleiter vom Start zum Zielpunkt gedrückt werden. Oder ich kann natürlich auch manuell auf alles eingreifen. Es macht sehr viel Spaß, weil man die Anlage für den Ausstellungsbetrieb verwenden kann, genauso wie zu Hause den Zug von A nach B bringen kann. Und das hat natürlich einen sehr hohen Spielwert. Dann können wir hier mal so in die Schattenbahnhöfe reinschauen. Ja. Also hier können insgesamt 6 Züge zwischengeparkt werden, oder wie läuft das? 7 Züge. Ich habe 2 Schattenbahnhöfe, einen Schattenbahnhof mit 4 Gleisen und einen mit 3 Gleisen, so dass man auch im Automatikbetrieb ganz variantenreiche Abläufe hat. Also keine Lokomotive oder kein Zug fährt immer in gleicher Richtung, sondern es ist sehr variabel gestaltet. Das Ganze hier Sperrholz und wahrscheinlich so üblich ein bisschen Gips und ein bisschen Pappe. Genau, es ist die offene Rahmenbauweise. Mit der offenen Rahmenbauweise schafft man einen sehr stabilen Rahmen, auch zum Transportieren. Und und so ist sie wirklich auch gut in einem Auto unterzubringen. Die Größe macht's. Und sie ist sehr handlich aufgebaut. Gut, und vom Digitalen her ist das Selectrix. Das ist richtig, genau. Ich fahre Selectrix und ich schalte und melde Selectrix. Ich habe aber eine Zentrale, die auch neben Selectrix DCC fahren kann, sodass ich auch einige Züge nutzen kann, die mit dem DCC-Protokoll fahren. Gut, dann können wir nochmal zur Anlage rüber schauen. Können Sie vielleicht da auch noch mal ein bisschen was zeigen, ein paar Details, auf die man vielleicht achten soll, die ich von alleine gar nicht entdecken würde, weil es hier doch eine wahnsinnige Fülle ist an vielen, vielen Details, die hier sehr liebevoll gemacht sind. Auch diese Ruine zum Beispiel, muss man sich mal anschauen. Ja, und es sind auch ein paar Sachen dabei, wo man einfach mal was anderes genommen hat. Schauen Sie sich das Geländer von der Brücke an.
Das ist ein einfacher ein Aluminiummaschendraht gewesen, den ich so geschnitten habe, dass er aussieht wie ein Geländer. Hat also ganz wenig Geld gekostet und kommt eigentlich ganz gut rüber. Die Oberleitung ist hier wahrscheinlich angedeutet, Genau. nicht echt in Funktion, Genau. aber fast in richtiger Höhe. Ja, es ist schwierig, die Oberleitung in N richtig funktionsmäßig zu machen. Man nimmt sowieso den ganzen Strom von der Schiene auf beim Digitalen. Also ist es dementsprechend kein Problem. Man braucht die Oberleitung nur zur Zierde und nur, dass es einigermaßen original aussieht. Und von der Steigung her, hier haben wir ein bisschen eine kleine Steigung, 2-3%. Habe ich mir vorher bei der Planung ausgedacht und das schaffen alle meine Lokomotiven ohne Probleme. Das heißt, sie bezwingen die Berge, so wie sie es müssen. Beleuchtung wird wahrscheinlich abends dann auch wunderschön aussehen, wenn man daheim die Anlage dann mal im Dunkeln genießt. Genau so ist es. Gut, da steht jetzt mal ein Zug, der hat wahrscheinlich gerade Pause. Ja, der steht in einem Block. Er kann nicht weiterfahren, weil im Bahnhof oben 2 andere Züge stehen und er muss darauf warten, bis einer der Züge den Bahnhof verlässt. Und dann hat er die Möglichkeit, dann in den Bahnhof zu fahren. Das heißt, wir sehen jetzt auf der Bergstrecke momentan Genau gar so ist keinen, es. leider. Gut, dann bedanke ich mich beim Jörg Gerne. Löffler für die Freue Vorstellung mich. seiner schönen, wunderschönen Reiseanlage. Ja. 2 Meter mal 1 Meter groß in Spur N im Maßstab 1:160. Okay. Und wünsche noch einen schönen Ausstellungsverlauf. Vielen Dank.